Hallo zusammen und willkommen heute in Pathfinder, Wraith of the Righteous. Wir versuchen mal einen Playthrough hier zu machen mit einer Asima-Charakter, Psychokinetiker, also eine Kinetiker-Klasse. Volk Asima haben wir ja schon gesagt, Kind der Federn, Garuda-Abkömmling, Akolyt als Hintergrund. Hier haben wir unsere Werte, Geschick 18, Stärke 7, Konstitution 13, Intelligenz 10, Weisheit 20, Charisma 9. Und den Akolyten haben wir dabei, weil Akolyt fügt die Liste, bla bla bla, und darüber hinaus kann er bei Überzeugungswürfen anstelle seines Charismas seine Weisheit nutzen. Das bedeutet, wenn wir ein Weisheit-Charakter sind, was wir tun, haben wir für Charisma-Würfe den Weisheitswert als Basis. Ich habe keine Ahnung, ob hier genauso Charisma für den Main-Char wichtig ist wie damals in Kingmaker. Ich vermute mal nicht, aber es ist mir egal. Ich denke, das Ding könnte vielleicht ein bisschen viable sein. Maybe. Elementarfokus Erde, wegen Erdgeschoss, Wucht, Stich und Hiebschaden. Ziemlich cool. Und später Erschütterungssinn. Im Bereich von 30 Fuß Blindsicht. Könnte auch ziemlich geil sein. Denke ich mir mal. Die Veteranen werden jetzt wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, was ist denn das für Noobchar? Aber es ist halt leider so. Fangen wir mal an. Wir werden hier auch einiges an Lore lesen. Einfach mal was können. Somebody! We got a wounded fighter. Can we get a healer over here? My, would you look at this? But why would you drag a wounded fighter into the middle of the festival square? Couldn't she be carted off somewhere else like, oh, I don't know, an infirmary? Or an accommodating ditch? Charming. Make room, everyone! Step back! Now, what's the matter? What happened to her? Demons, Prelate. We found her barely alive outside the walls of Canabris. The walls, you say? Enemy doesn't usually stray so close to the city. Must fortify the defenses. And you, hold fast. Don't die. We'll see you right. We'll get you patched up now. But first, you there, guard. Take her weapons. Bearing arms is not permitted during the festival. Wounded or not, everyone must abide by the rules. She can get her things back after the festival. O Inheritor, leader of our troops, the sharpened edge of our blades and the unyielding strength of our armor, Iomade, I beseech you, grant your mercy, heal her wounds. So leicht gebe ich nicht auf. Hear, hear! That's the Crusader spirit. My powers are not enough here. Someone call for Terendelev. You there! Yes, you! Stop dithering and gawping and make yourself useful. Go and get Terendelev! Prelate, surely there is somebody else here better suited to running errands. I'll get her! Terendelev! Has anyone seen Terendelev? Be quick about it before it's too late. Now, who are you? I don't remember seeing you before, and I have an excellent memory for faces. Ich bin Amelia. That's the first I've heard of that name. Who are you then? What's your business in the city? My dear Prelate, please, for the sake of the festivities, stop interrogating this poor woman. She's been through enough already. Go on. I'll take care of her. All right.
right, as you wish. You are our protector, and a dragon at that, so I shall defer to your wisdom. But be on your guard. I've been informed she was wounded near Canabris. That means the demons are prowling just outside the walls, and the city is crawling with their spies. Others may be able to relax on this holiday, but not you or I. Not the defenders of the city. Pry loose the grudging grip of pain. Cast off the veil of suffering flesh. Let light and life go forth in triumph to repel the skulking shade of death. There. Danke für eure Hilfe. I accept your thanks. But my work is not yet done. Wer seid ihr? My name is Terendelev. I am the protector of the city. Was ist mit mir geschehen? I do not know yet, and that troubles me. I am not entirely sure what the demons did to you. This wound is no ordinary injury, and it was inflicted by no ordinary weapon. I have rid you of your pain and restored your strength, but only time will allow you to heal fully. Seid ihr wirklich ein Drache? You don't believe me? Perhaps I should retake my true form and engulf this square with my ice breath to win your trust. Pay no mind to my current guise. I appear this way when I walk among the people. I would hamper the festivities if I tried to attend in my true form. Kann ich gehen? Certainly, but be careful. I have managed to get you back on your feet, but I have not healed you fully. Alas, sooner or later, your pain will return. But do not be discouraged. You will recover, I promise you that. Tomorrow, come to the cathedral and say that you are expected by Terendelev, protector of Canabris. We will find a way to help you. But for now, put this out of your mind and enjoy the festival. They are all too rare in this time of war, and merriment is one of the best medicines. Todkrank angekommen auf dem Fest. So muss das. I'm gone. Bürger, Wache, irgendjemand zum Reden? Ja, nein, nein. Nösch, so Jans. Wir gehen noch futtern. Nom nom nom. Lord of Locusts, leave my city! Let the feast begin. One minute we had a dragon, the next, bam, she was gone. What are you gonna do? Fight or flee? If flee is your plan, let me help you out. I've got a scroll here with a good protective spell. Das haben wir schon einmal irgendwo gesehen. Yeah, you have. You owe me your life.
I'm the one who found you outside the walls and brought you inside to be healed. I see they patched you up. Good thing they did it before the attack, or else you'd have been done for. Wer ist das Kari? You must have got a good drubbing around the head, friend. Discari's a demon lord. The most fearsome enemy of all crusaders and all living things, come to think of it. Könnt ihr mir eine Waffe besorgen? Dann versuche ich gegen die Dämonen zu kämpfen. Sure thing. Here, take this. Best crossbow I've got. The person who made it said it could pierce the hide of a demon lord even. Good luck! Try not to get eaten now! A mortal gnat snaps its jaws at the Lord of Locusts. Behold, Iomade. Behold the death I saw. The silver dragon, Terendelev, the defender of Canabras, fell in battle. Hardly surprising, as she had to fight the demon lord Discari himself. He willed the land to part and swallow all who dared to stand in his way. But the war was still far from over. Und da sind wir im Untergrund. Eine kleine Frau mit zerzausten braunen Haaren und schmerzverzerrtem Gesicht stößt durch zusammengebissene Zähne eine wahre Flut an Flüchen aus. Sie liegt unter einigen schweren Felsen eingeklemmt auf dem Boden. Hey, hey, stay with me. You actually got pretty lucky. You fell down into a black hole. But at least you're not on your own. You've got a great companion. Everything's going to be just fine. Tell me something. Can you feel your legs? I feel them all right. Wouldn't say no to a little less feeling in them. My ankle's killing me, but my back seems to still be in one piece. My head, too. That's all that matters. Now, we're going to... Hey! Fancy meeting you down here. You're the one that Terendelev healed today, right? You aren't injured, are you? Will you help me get her out from under the boulders? Wir müssen dafür nicht auf rohe Gewalt verlassen. Ich suche etwas, das wir als Hebel benutzen können. Ah, Wurf gescheitert. Entweder sind die Äste ungeeignet, die du gefunden hast, oder du setzt sie nicht richtig ein. Jedenfalls sind deine Bemühungen fruchtlos. I don't think you're gonna get anywhere with that. Why don't I just... Mit aller Kraft bewegt die Ritterin den Felsen und zieht die verwundete Frau aus dem Geröll. Nachdem sie sich vergewissert hat, dass die Frau wohl auf ist, holt sie tief Luft und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Damn it all. I think it's broken. Oh well, I've had worse. I'll just make myself a splint out of something. Thanks for the help. I wouldn't have lasted long on my own stuck under there. I'm Inevia Tirabade, of the Eagle Watch. I was overseeing security at the festival square. I thought maybe spies or demon worshippers might have something nasty planned. What actually happened, though, now that I did not see coming. I don't think anyone could have been prepared for that. Well, I'm Sela, paladin by the grace of Iomade. I crossed the whole continent to come to Mendev and fight demons. And well, I've been fighting for a while now. I don't even want to think what might be happening up there in the city. Canabras has lost the protection of Terendelev, and of the Wardstone too, looks like. It's a relic without equal. It was placed here personally by Iomade's herald, with the goddess's blessing. I really wanted to go see it, to pray before it. But there's no point worrying about a stone when there are people dying in the streets. Yeah, things are looking grim enough, but don't lose heart. Wardstone or no, dragon or no, Canabras will never give in.
Simple as. Well, we've introduced ourselves. What about you? Ich bin eine Gelehrte. Ich bin gekommen, um die Weltenwunde mit eigenen Augen zu sehen. Didn't you pick a great spot to do your research? I know what you scholar types are like. When it comes to your intellectual curiosity, you just don't see danger. And in the world wound, we got more danger than anywhere else. You should be glad we still got scholars who want to come here to study our enemies, and not just stay home to count the spots on butterflies. Now then, I'll hobble my way out of here somehow. The city ain't far, only 30 paces or so. That's if you're going straight up, of course. I'm afraid we're gonna have to go the long way round. To summarize, there are 3 of us with 5 working legs, 3 pairs of decent hands, 2 clear heads, and 1 made of wood. That's mine. Underground monsters beware! Anevia, you stay behind us. You're in no fit state to fight. If we do come up against anything, the 2 of us will try to manage on our own first. Well, onward! May the good deities lead us back to the open sky soon. Dann düsen wir mal los mit Madame Holzkopf. We do it my way. Direkt mal Umhang ausrüsten. I'm always ready. So, den auf Standard. Kernschuss anmachen. Die edle Kleidung der jungen Halbelfin ist zerrissen und voller Blut, Staub und Schmutz, aber sie hat eine solche innere Würde, dass man denken könnte, man sei auf einem Empfang in feinster Gesellschaft, nicht in den feuchten Katakomben unter der Stadt. Ihre Finger umschließen selbstbewusst und kampfbereit den Griff ihres Rapiers. Vor ihr liegt eine Leiche, die derart verstümmelt ist, dass es auf den ersten Blick schwer zu sagen ist, ob es sich um ein Tier oder einen Menschen handelt. Relax, friend. We're not demons or cultists. Don't poke my eye out with that thing, all right? We fell down here during the attack. I'm Sela, that's Anevia, and this is our new friend. We're looking for a way back to the surface. Really? I'm so ever glad to hear it. Allow me to introduce myself. I am Camellia. I was also in the square when... I can scarcely believe it. How did all those demons get into the city? I thought, naively it now seems, that the Wardstone protected us from attack. And Terendelev, I can't wrap my head around it. Nicht viele überleben den Angriff eines Dämonenherrschers, nicht einmal Terendelev. I can't argue with that. We're fortunate to be alive, albeit underground. Discari himself has come to Canabras. There's no mistaking that ugly mug. Terendelev tried to fight him, but what could she do against a near deity? Even the Wardstone was no help. Our city used to be protected by powerful forces, but now... We've seen how powerless they truly are. Henceforth, we shall have no one but ourselves to rely on, I suppose. Ihr wollt euch uns also anschließen? Certainly. Survivors should stick together. It's only sensible. Who knows what else could be prowling about in these caves? Was ist mit diesem armen Mann geschehen? Wer ist er? I don't know. He must have been in the square when disaster struck. I tried to revive him, but he was already dead, sadly. He didn't get these wounds from the fall. Be on your guard. Whatever killed him likely hasn't gone far. Hang on. I think I know him. His name's Aravashniel, the egghead from the library. He was a good lad, even if he was kind of stuck up. May his soul rest in peace. Wir müssen weiter. Es muss ja doch irgendwo einen Weg zurück in die Oberfläche geben. That's right. It would be the height of foolishness to survive a demon attack only to perish under a pile of rubble. Let's see if this poor bloke has anything useful on him. Not to sound like a heartless brigand or nothing, but we kinda need all the supplies we can get right now. We are the light. They
ist es, was ihn umgebracht hat. Don't hold back. Habe ich was vergessen? I'm off. Immer schön allen Loot mitnehmen. Es könnte ja sein, dass man nicht mehr hier hinkommt. In dem Falle dürfte das sogar stimmen. I do what I must. This will be quick. Guide my blade. I'll cut you wide open. I'm gone. The spirits demand your blood. They are the darkness. We do it my way. Save the last one for me. Follow if you Ja, dare. mehr Gold. Na. No, I can't just walk away. It's got to be here somewhere. Du hast Mühe in der Dunkelheit, die Gesichtszüge des Mannes zu erkennen. Sobald er aber in den Schein des Lichts tritt, wird dir schlagartig bewusst, dass du einem solchen Geschöpf noch nie begegnet bist. Der Fremde sieht aus wie das Werk eines Vivisezierers, der versucht hat, eine Echse mit einem Menschen zu kreuzen. Wenduak! Lan, did you find it? Who is that? Die Frau sieht genauso absonderlich aus wie ihr Gefährte, eine Kombination aus Katze und Spinne. Als sie dich sieht, nimmt sie sofort eine kauernde Kampfhaltung ein. Ihre Bewegungen offenbaren die tödliche Anmut einer wilden Raubkatze. The do-gooders here to save our mongrel souls, no doubt. Wait, they might know what's going on up there. Der Mondling Kennebre in Schutt und Asche. If things are as bad as you say, then we all have to hurry. You didn't come from the direction of the shield maze. Damn it. I couldn't care less about what's happening on the surface, but the maze. I realize that you guys have your own troubles, but we need to be in Canabres. People are dying up there. Please, show us the way out. Wer seid ihr, Tieflinge? Tieflings are the descendants of people who sullied themselves by mating with demons. Our ancestors would never sink that low. We are the underground crusaders, the children of the Crusade's finest. Sadly, underground crusaders is a bit of a mouthful, so people usually just call us mongrels. You just love repeating that, don't you, Lan? Mongrels. That's what the Uplanders call us. But we call ourselves Neathers. No matter what you call us, it's not gonna stop our horns, hooves, or tails from growing. Von Untergrundkreuzfahrern habe ich noch nie etwas gehört. In Canabres, they're called mongrels. People say that they come up to the surface at night and eat anyone foolish enough to wander alone after midnight. To tell you the truth, I thought you guys were just a tale to tell kids at night. That's human gratitude for you. Our forefathers suffered the consequences of demonic corruption, all to protect Mendev and Golarion. And for what? So we could become monsters used to frighten children. Every mongrel has their own take on it. Our chief, for example, thinks of us as something like a reserve military force. He thinks we're standing by until the moment we're needed, and when we emerge on the surface and save the day, all the people will see how good we are, and they'll love us for it. Yeah, he leaves that last part out when he talks about it, of course, but it's easy enough to read between the lines. Was ist das hier?
This is the hall where we remember the glory of our forebears. Sorry about the mess. It doesn't usually look like this, trust me. Sometimes we even wipe the dust off the exhibits. This is where the relics of the first Crusaders are displayed. Our lives are short. Our glories are quickly forgotten. But this place helps us to remember that we are just as worthy as anyone else. And that our lives are not lived in vain. The first Crusaders? You've been down here that long? That's crazy. Was macht ihr hier? That's none of your bit. We're looking for a holy sword. It was here, in the center, sticking out of a rock. The sooner we find it, the better. Some kids from our tribe took off for the shield maze. They figured it had collapsed, and now it's their time to go up to the surface, like all the legends foretold. Except they don't have a clue what's waiting for them up there. They're not fighters. And Saul, the chief of our tribe, is dead set against it. He says that now isn't the time for the underground crusaders to take up arms. If we get the holy sword, we might be able to change the chief's mind. It's a fool's errand. None of us will be able to hold the sword, let alone use it to save anyone. It's not an ordinary weapon. It's made from righteous heavenly flame and will burn anyone who touches it. Do you think you're special, lad? I'll pick it up with my teeth and tie it to my hand if I have to. It doesn't matter. An angel's sword and a troop of stalwart mongrels will be able to work a minor miracle. Speaking of which, you're still here, Wendu, which means that deep down, you know it's possible. Labyrinth, führt es wirklich an die Oberfläche? Yes. There are other ways up, but they are far from here. And after the earthquakes, there's a good chance they've collapsed. But the maze... There's a legend among our people that when the walls of the maze fall, that will be a signal for us, the underground crusaders, that the time has come to go up to the surface and fight the demons in the final confrontation. Until then, the people say the maze is shielding us from taking rash actions. I'm the only one in our whole tribe to have been in the maze. And even I don't know if it's true. But the further I went in the maze, the fresher the air became. That means that it really must lead to the surface. When the ceiling and walls started shaking, the young ones in our tribe lost their heads. They figured the maze was going to collapse, so it was time to go up to the surface. They grabbed whatever weapons were on hand and ran off toward the maze. They think the maze is no longer a danger to them. They've been listening to Wendwog too much. Don't try to blame this on me. Yes, I told them that our people are capable of making our way through the maze. In the future. But I always told them to wait until I had made a map of all the maze's dangers. I warned them 100 times. But it was no use. My words just went in one ear and out the other. Gemeinsam finden wir das Schwert schneller. Ich werde euch helfen. Thanks. An extra pair of eyes can only help. The sword will be easy enough to spot. It looks, swordy. Help us, and in return, we'll get you out of here. Now we're talking. Let's get to work. It's a good thing we all bumped into each other, isn't it? What, you want to find the sword quickly so the underground monsters bring you back to the surface? So be it. Na komm schon. Now what is that? There's something here. That was easy. I found something. Interesting.
What do we have here? Alles absuchen, könnte geiler Shit da sein. No, what is that? Called it. Ein seltsamer Blitz durchzuckt die Dunkelheit und Amelia spürt Blut an ihrer Brust. Die Wunde, die Tyrendelev geheilt hatte, platzt wieder auf und stößt ein rotes Rinnsal aus, allerdings ohne Schmerz oder Schwächung. Eine verschwommene Szenerie erscheint, eine Höhle, diese oder eine völlig andere. Amelia spürt, wie ihr Herz schneller schlägt und zahllose Gedanken ihren Geist durchströmen. Gedanken, die augenscheinlich zueinander gehören. Verrat! Sie haben mich verraten, in eine Falle gelockt und mir eine Klinge in den Rücken gestoßen. Meine Verbündeten, meine teuren Freunde, meine Schutzbefohlenen, für die ich vom Himmel herabgestiegen bin, hinunter in diese turbulente Welt der Sterblichen. Da sind sie, da vorne in der Dunkelheit der Höhle. Worauf warten sie? Haben sie Angst, näher zu kommen? Denken sie, ich werde durch ihre verräterischen Hiebe sterben? Neben mir ein leises Stöhnen. Ein Mädchen mit einem goldenen Zopf liegt auf den Felsen und drückt ihre Hand auf eine klaffende Wunde. Sie hat sich geweigert, sich den Verrätern anzuschließen und teuer dafür bezahlt. Ich könnte mein Heil in der Flucht suchen, aber das werde ich nicht. Solange ich noch Kraft habe, muss ich das verwundete Mädchen heilen. Ein Funken heilender Magie erhält die unheimliche und düstere Szene vor Amelia. Das verwundete Mädchen öffnet die Augen und flüstert: Lariel, ihr habt gesagt, alles würde sich bald ändern. Ihr habt gesagt, ihr und die anderen Krieger des Himmels würdet uns auf eine wichtige Mission entsenden, um die Dämonen für alle Zeit aufzuhalten. Ist das wahr? Die fremden Gedanken brannten in einem reißenden Fluss gleich immer schneller heran. Ein Bild nach dem anderen blitzt auf. Eine Priesterin in einer farbenprächtigen Robe, die in die Sterne blickt. Ein junger Paladin. Eine Frau, die ihr leuchtendes Schwert umklammert. Ein majestätischer Engel mit goldenen Flügeln, der in die Ferne blickt. Sein Gesicht ist von einem Helm verhüllt, aber seine Stimme ist laut und klar. Nur wenn ihr gewillt und bereit seid. Es gibt kein Zurück. Dann vergeudet eure Kraft nicht damit, mich zu heilen, flüstert das Mädchen. Eure Mission ist wichtiger. Seid auf der Hut. Es ist nah. Dort, in der Vision, beginnt sich die Dunkelheit in der Höhle zu bewegen. Aus ihren Tiefen erhebt sich etwas Gewaltiges. Ein vager Schatten, ein Umriss. Ein zum Leben erwachter Albtraum. Der Schatten macht abscheuliche Geräusche, die sich wie glühende Eisenlanzen durch Fleisch und Knochen bohren. Die Verräter fallen in ekstatischer Verehrung vor dem Schatten auf die Knie, und das verwundete Mädchen windet sich im Todeskampf. Die klaffende Wunde in der Brust von Amelia brennt glutheiß. In ihrem Schädel pocht ein heftiger Schmerz. Aber um wessen Schmerz handelt es sich? Den Schmerz von Lariel, dem Urheber dieser Vision, oder den Schmerz des ihres unglücklichen Empfängers? Aber Amelia weiß, wie man derart bösartigen Einflüssen widersteht, egal welchen Ursprung sie auch sein mögen. Die Macht des Angriffs entspringt zwar einer Vision, ist aber grauenerregend. Aber Amelia ist stärker. Sie schüttelt den Schmerz und die Benommenheit ab. Für den Urheber dieser Vision gilt das leider nicht. Er ist gebrochen und erschöpft. Ein monströser Schatten taucht aus dem Dunkel der Höhle auf. Er ist nicht real, er existiert nur in dieser seltsamen Vision, diesen Erinnerungen. Doch die Furcht, die er entfesselt, ist mehr als nur real. Die Züge des Schattens gleichen dem Antlitz des Dämonenherrschers Deskari. Mit einer gedankenschnellen Bewegung packt das Monster den Mann, den sie Lariel nannten, am Hals. Der törichte Engel windet sich auf dem Fels wie eine Fliege, der man die Flügel ausgerissen hat, verkündet der Schatten. Seine Stimme verändert sich, als er sich bewegt. Sie steigt von einem leisen Flüstern zu einem volltönenden Rufen an, ehe sie zunächst jung und dann alt und brüchig wird. Wo ist eure Göttin, Engel?
Wo ist ihr selbstgerechter Herold? Wieso sterbt ihr hier, einsam und weit entfernt vom Licht eures Himmels? Eine seltsame Ruhe umhüllt die Gedanken des Mannes namens Lariel. Er erkennt, wer vor ihm steht und weiß, dass er sich diesem Feind niemals beugen wird. Das flammende Schwert in seiner Hand erwacht zum Leben, hell und rein umgeben von vielfarbigen Funken wie ein Sonnenstrahl, der durch Buntglas fällt. Tsching! Die Klinge durchschneidet das Fleisch der dämonischen Kreatur. Das Monster weicht mit einem Aufschrei zurück und lockert seinen Griff um Lariels Hals. Der Engel sinkt auf den Steinen in sich zusammen. Seine Lebenskraft schwindet, doch sein Stolz ist ungebrochen. Er greift nach dem Schwert und stößt es mit letzter Kraft in den Fels. Amelia spürt, dass die Vision schwindet und der Gedankenstrom verebbt wie ein Fluss in der Hitze des Sommers. Das Letzte, was sie hört, ist folgendes. Ihr werdet mich töten, Monster, das weiß ich. Aber eines Tages wird jemand den Weg hierher finden und mein Schwert erheben. Er wird es erheben, um die Unschuldigen zu retten und zu beschützen. Die Vision verschwindet in einer Explosion von Farben. Amelia hört die letzten Worte nicht, scheint sich den Gedanken aber zu Herzen zu nehmen. Die Worte fliegen von ihren Lippen und mit ihnen noch etwas. Die Hitze, die in der Brust von Amelia loderte, erkaltet. Die Ränder der roten Wunde schließen sich, bis nicht einmal eine Narbe zurückbleibt. Amelia senkt den Blick und sieht das flammende Schwert in ihrer Hand. Oder vielmehr seinen Umriss. Die Erinnerung daran, wie das Schwert aussah. Mit einem letzten Aufflackern eines warmen, tröstlichen Lichts verschwindet das Schwert und das Licht wird in ihre Hand gezogen. Amelia spürt, dass es zurückkehren wird. Sie muss es nur rufen. Hey, are you all right? You were kinda glowing just now. Scylla kniet vor dem Licht und betet Ziomede. That was it. The light of heaven. But how? What did you do with it? Where did it go? Ihr habt es auch gesehen? Die Verräter, das sterbende Mädchen? It's only us here. Your group, you, me, Wendu, and the light of heaven that sort of got, sucked into you? Any chance you can whip it out again? We do kinda need it. Sorry, I crack jokes when I get nervous. And when I'm upset. And when I'm happy. Anyway, what I said, it came out wrong. We need to bring you to Chief Sull. You can show everyone the light of heaven, we'll rally the tribe and go into the maze, and we'll get back our kin. And what if she can't make it happen a second time? What then? The tribe will just say we're crazy and turn its back on us. Ich kann es anscheinend kontrollieren. That is just... wow, I mean, that's amazing. Heaven has truly blessed you. This power is the most majestic thing I've ever seen in all my life. Is this what the sun is like, Lan? Yes, it's similar. But this light is more... golden? Chief Sull needs to see this. Now that we have the power of angels on our side, he can't say no. He'll have to assemble a troop to storm the maze. You Uplanders care about your kids, right? Help us save ours. Without them, we won't survive. And then... the perils of the maze won't be so bad if we go together. We'll make our way through it and find the way to Kenabris. Führt uns zu eurem Häuptling, dann entscheide ich, ob ich euch helfe oder nicht. Let's go. We'll take the short route. Well, the only route, really. So, mal kurz checken, ob wir alles mitgenommen haben.
Maybe, könnte sein, sieht gut aus, eventuell. Ugh, what a failure. Well, this didn't go well. The mongrel did it. Gerade sagen, jetzt kommt man nicht rüber, das war ja sehr interessant. Ah, a test of my abilities. Heute. Beute. Thanks, Lan. Potenziell You're so awesome, Lan. immer schön Tab drücken, damit man auch die Dinger sieht. You crossed the wrong mongrel. You should have run. I'll just sit here. Don't worry about me. Oh. What do we have here? Und vielleicht auch nicht vergessen, sich zu heilen. Wobei, das werden wir, glaube ich, nicht mehr brauchen. Wir sind ja bald im Dorf. They will break against our resolve. Into the fray! Just sit here. Don't worry about me. We do it my way. I found... This will be quick. No glory! I'll just sit here. Don't worry about me. Ich brauche Präzisionsschuss. Follow if you dare. Wendwag wirft Lan einen Blick zu, der gerade seine Bogensehne spannt und kommt dann rasch zu dir herüber. Ihre katzenhaften Augen leuchten unter ihrer Kapuze. Hört mal her, ich weiß nicht, wer ihr seid oder woher ihr kommt, aber wir zwei sind hier wohl die einzigen, die noch klar sehen. Deshalb bitte ich euch, zeigt Sul das Licht des Himmels nicht. Lan ist sicher, dass man dem Mischvolk das Licht zeigen sollte. Lan... Wendwag verzieht das Gesicht und stößt ein kehliges Knurren aus. Er will den Helden spielen. Sein erster Vorschlag, falls ihr euch erinnert, war es, mit dem Schwert ins Labyrinth zu laufen. Klingt das für euch nach einem guten Plan? Für mich klingt das nach Selbstmord. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Dass der Stamm auf ihn hören und ihm folgen könnte. Wollt ihr denn nicht die Kinder retten, die sich im Labyrinth verirrt haben? Ich will, aber ich werde nicht für einen Haufen törichter Kinder die Zukunft des Stamms riskieren. Häuptling Sul zögert, und das aus gutem Grund. Auch er weiß, wie gefährlich das für den Stamm ist. Lan ist der Einzige, der von diesen kindischen Heldenspielchen profitiert. Wenn es nötig ist, gehe ich allein und finde sie, oder was von ihnen übrig ist. Ohne Heldengetue, einfach nur auf mich gestellt. Dann riskiere ich nur mein Leben. Wendwag senkt die Stimme. Ihr und eure Freunde, ihr könnt mitkommen. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam durch das Labyrinth und finden den Weg an die Oberfläche. Ich denke darüber nach. Gehen wir. Wenn ihr dem Häuptling das Licht nicht zeigt, führe ich euch durch das Labyrinth an die Oberfläche. Das schwöre ich. Ein wunderschönes Städtchen haben wir hier. So wunderschön, dass man gleich wieder weg könnte. Könnte man sagen. Dein erster Eindruck des Mischvolkdorfs ist der eines armseligen Dreckslochs, einschließlich der entsprechenden Gerüche. Glühende Augen beobachten dich aus der Dunkelheit, ohne zu blinzeln, und zwischen den Hütten lungern deformierte Schatten herum. Du siehst einige Mischvölkler, die weiße, augenlose Fische ausnehmen, während andere Netze flicken. Alles Anzeichen eines ganz gewöhnlichen Dorflebens, doch in der Luft liegt eine angespannte Erwartung. Ein stämmiger, älterer Mischvölkler schlurft dir entgegen. Die Haare auf seinem Kopf wachsen in schlaffen, dürren Strähnen.
und sein Gesicht ähnelt durch die hervorstehenden Zähne dem einer Ratte. Aus seiner Brust ertönt mit jedem Atemzug ein rasselndes Geräusch. Eines seiner Augen ist weiß und trüb vom grauen Star, das andere glänzt feucht. Oberweltler, die Endscheid hat wohl wahrlich begonnen. Häuptling Sul, wir haben das Schwert des Engels gefunden und wir haben diejenige gefunden, die es führen kann. Lan zeigt mit dem Finger auf dich. Sie hatte eine Vision und nun ist das Schwert des Engels zusammen mit dem Licht des Himmels irgendwie in ihr. Versammelt den Stamm. Jeder kann eine Waffe halten. Die Jungen leben noch. Wir können sie retten gehen. Sul hebt eine Hand. Seine Fingernägel sind schmutzig und brüchig. Und Schalan, immer am Träumen, immer am Reden. Ihr seid zu voreilig, das tut euch nicht gut. Es wird euch noch einmal Ärger einbringen. Sul mustert dich von oben bis unten. Eine Oberweltlerin mit dem Licht des Himmels. Das ist zu gut für uns. Uns passiert nichts Gutes. Es gibt immer einen Haken. Lan vertraut den Leuten, weil er glauben mag. Nicht wahr, Lan? Ich bin der Häuptling. Ich darf nicht glauben. Ich muss wissen. Zeigt mir das Licht. Wenduak starrt dich intensiv an. Wie eine Katze, die einen Vogel beobachtet und schüttelt warnend den Kopf. Lan sagt die Wahrheit. Die himmlische Flamme lodert auf dein unausgesprochenes Geheiß hin auf. Hell und rein tanzt sie mit bunten Funken wie ein Sonnenstrahl, der durch Buntglas fällt. Die Mischvölker vergessen ihre Aufgaben und starren fasziniert auf die Flamme. Das Licht ist hell, aber nicht blendend. Es ist warm, aber seine Wärme ist seelentief. Sul schweigt eine Weile. Tränen strömen über sein breites, blasses Gesicht, aber der alte Mann scheint sie kaum zu bemerken. Es ist also wahr. Der Engel hat uns nicht im Stich gelassen. Nein, er ist gekommen. Er ist von den Toten zurückgekommen, um unsere Kinder zu retten. Lan nickt dir dankbar zu. Die geschuppte Hälfte seines Gesichts zeigt keine Regung, doch die menschliche Hälfte ist sichtbar erleichtert. Als wäre er die ganze Zeit über nicht sicher gewesen, ob du ihn unterstützt. Wenduak sieht dich an wie eine wütende Katze. Seht ihr diese Fischer und diese Jäger, diese leeren Hüllen von Männern und Frauen? Ihr Blut wird an euren Händen kleben. Wir haben den Segen der Engel. Wir werden überleben und den jungen Stammesleuten helfen. Idiot! Ihr seht ein helles Licht und denkt plötzlich nicht einmal, das Labyrinth wäre euch mehr gewachsen? Ihr denkt immer nur das Schlimmste, Wendu. Wir sind nicht mehr auf uns allein gestellt. Wir haben Verbündete. Nun ja, einige wenige zumindest. Aber ein guter Krieger ist 10 schlechte wert. Ihr habt recht, Lan. Aber wir sind Niederweltler. Wir warten. Ich habe einen Boten geschickt, alle Stämme zu rufen. Es wird dauern, ja. Aber sie werden alle kommen. Sie werden alle kommen, um das Licht zu sehen. Wartet, Lan, wartet, Oberweltler. Ruht euch eine Weile in einer unserer Hütten aus. Unsere Zuhause ist euer Zuhause. Lan seufzt. Gut, Häuptling, verstanden. Hoffentlich machen ein paar Stunden für diese Kinder nicht den Unterschied zwischen Leben und Tod aus. Wenn Sie mich fragen, wo wir so lange waren, sage ich Ihnen, es war eure Entscheidung. Wenduak presst nur stumm die Lippen aufeinander. I do what I must.
Dann nehmen wir mal das wundervolle Dorf hier aus. I'm gone. Ups. Endlich jemand von der Oberfläche. Ich hätte die Hoffnung bald aufgegeben. Ein älterer Mann in teuren, aber nicht protzigen Kleidern kommt auf euch zu. Sein Gesicht ist übersät mit erst kürzlich verheilten Schnitten und Blutergüssen und zu einem Ausdruck extremer Unzufriedenheit verzerrt. Erlaubt mir, dass ich mich kurz vorstelle. Ich heiße Horgus Gewärm. Ja, der Gewärm. Ihr habt gewiss von mir gehört, wenn ihr auch nur ein wenig Zeit in der Stadt verbracht habt. Ich möchte euch ein Geschäft vorschlagen. Euer Name sagt mir nichts. Wer seid ihr? Ihr seid also wirklich ganz neu in der Stadt. Ihr hättet euch keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können, das steht fest. Eben erst eingetroffen und die Stadt liegt in Schutt und Asche. Ihr solltet wissen, dass ihr einen der reichsten und angesehensten Männer von ganz Canterbury vor euch habt. Ich bin vielleicht weniger bekannt als gewisse prahlerische Großmäuler, die ihr Leben damit zubringen, von einem Ball zum nächsten zu marschieren. Aber die Handelsgesellschaft Gewärm ist eine der Säulen der Stadt, damit ihr es wisst. Habt ihr die Markisen auf dem Platz gesehen? Die habe ich bezahlt. Habt ihr beim Fest von den Köstlichkeiten gekostet? Die habt ihr Horgus Gewärm zu verdanken. Was für ein Geschäft. Ich weiß nicht, was an der Oberfläche gerade vor sich geht, aber ich bin entschlossen, es herauszufinden. Ihr habt wohl nicht vor, den Rest eurer Tage in diesem Dorf zu verbringen, nehme ich an. Wir müssen einen Weg zurück an die Oberfläche finden, in die Stadt, wenn noch etwas davon übrig ist. Ich weiß nicht, welche Ausbildung ihr genossen habt, aber nachdem ihr euch nur mit euren bloßen Händen bis hierher durchgekämpft habt, sie muss wahrlich außergewöhnlich gewesen sein. Ihr seid stark, für euch ist das keine Schwierigkeit. Ich dagegen bin nicht mehr so kräftig, wie ich es einmal war. Ich kann nicht durch Höhlen kriechen und Kundschafter spielen. Mein Vorschlag ist simpel. Führt mich zurück in die Stadt, dann bezahle ich euch 1000 Goldmünzen. Ich schlage vor, wir helfen diesem Mann. Es ist gut, in der Oberschicht von Canterbury Freunde zu haben. 2000 Gold. Diplomatiewurf gescheitert. Warum nicht 10.000? Oder gleich 100? Nein, nur nicht so knausrig. Sagen wir 1 Million. Mein ursprüngliches Angebot war äußerst großzügig. Ihr habt vermutlich in eurem ganzen Leben noch nie so viel Gold gesehen. Der Preis ist nicht verhandelbar. Ich sagte 1000 und das ist mein letztes Angebot. Schade. Großartig. Ich werde hier sitzen, im Dorf. Da gab es Momente, da hat es gepasst. Gut, dann sind wir jetzt am Dorf angekommen und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir den Rest vom Dorf erkunden und das Labyrinth besuchen werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder. Tschüsse!